Ja, na, da steht, kann gut im Weg rumstehen, aber klopft natürlich hier keine Spieße rein. Wir haben diese Eukalyptuspfosten geholt, die sind 3 Meter lang, 14 Stück an der Zahl, weil wir haben ja da hinten unser Dach liegen. Oder ja, ist so eine Dachvorrichtung, keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Konstruktion. Eine Dachkonstruktion, gibt bestimmt einen speziellen Namen für, würde mich interessieren, schreibt mal in die Kommentare. So, weil diese 14 Stück natürlich hier nicht auf das schmale Stück passen, werde ich jetzt hier mal jeweils 2 Stück pro Seite von diesen Spießen, die wir noch von der Verschalung übrig haben, reinkloppen. Und ja, dann können wir die stapeln. Leider sind die ein bisschen schwer, muss mir Sarah bestimmt gleich helfen. So, um gut, dass geregnet hat. Hier so ein Fäustel ganz gut. Ja, hat geregnet. Sonst ginge das nicht. Der Boden auch relativ weich. Aber wie ihr seht, so weich ist der Boden gar nicht. Naja, wird schon so halbwegs halten. Schmeißt der Kreisel hier mich um. Sag mal was zu Material und Preise sagen? Material, also das ist Eukalyptus, 3 Meter lang, die mittlere Stärke. Ich weiß jetzt in Zentimeter, weiß ich gar nicht. Ich würde mal sagen so 15 bis 20 Zentimeter. Ich bin ein bisschen außer Atem jetzt. Gekostet hat jetzt einer 79.000 Guaranis. In Euro ungefähr 10 bis 15 Euro, keine Ahnung, irgendwo dazwischen. Ja, die brauchen wir wie gesagt für unser Dach. Wir werden hier ein Teil hinstellen. Vielleicht hier, das sind wir immer noch nicht ganz einig. Ja, wir wissen noch nicht genau wo. Also die sind 5,50 Meter breiter, diese Dachelemente. Und wir haben insgesamt 7 Stück. Dementsprechend, wenn wir so 3-4 Meter Entfernung hinstellen, können wir ein richtig schönes großes Dach hinstellen. Wir werden aber ein Teil hier aufstellen und ein Teil woanders. Ja, was noch so ein bisschen Überraschung ist. Und wisst ihr nicht schon? Genau. Ich weiß nicht, ob ich es schon verraten habe, okay, aber gut. Vielleicht. Dann müsst ihr in die anderen Videos gucken und gucken, ob ich es verraten habe. Ich glaube aber nicht. Genau, okay. Gehen wir mal zum Dach. Komm miteinander. Die geht eh überall hin, wo wir hingehen. Wo ist der Fritz? So, das sind diese Dachelemente, von denen ich gesprochen habe. Wir haben die ja schon mal in irgendeinem Video gezeigt, wo wir die hier hingebracht haben. Wir haben die ja in Loma Plata gekauft. Aber da habe ich jetzt keine Lust, da rauszusuchen. Wenn jemand weiß, welches Video das war, schreibt bitte mal in die Kommentare. Ich habe da leider keine Zeit zu. Ja, das sind die, 5,50 Meter breit. Da vorne haben wir so ein paar, ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Zwischenstreben. Querstreben. Keine Ahnung, Dachlatten, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Die müssen wir jetzt demnächst auch mal ein bisschen umsortieren, dass das alles nicht so auf dem Boden liegt. Ist nämlich feuchter als gedacht dieser Winter. Ja. Da vorne haben wir noch ein paar von den Zaunpfosten, müssten ungefähr 8 Stück sein. Die brauchen wir für den Zwinger. Genau, da kriegt Nala ein schönes Zuhause draus. Nein, gebaut. ein Übergangshaus. Ja, was heißt Übergangshaus? Wenn Besuch kommt. Wenn mal Besuch da ist oder was auch immer, dann muss sie halt dass da rein. Dass sie nicht an die Leine muss. Aber mit 8 Pfosten, ich meine, ihr seht ja hier, wir haben 3 Meter Zaunabstand, Zaunpfostenabstand. Da kriegt die Nala ein schönes großes Zuhause. Das heißt auch, wenn da mal Besuch ist oder so und sie mal für ein paar Stunden da rein muss, ja, wird sie genug Auslauf haben. EU, ja. Ja, ansonsten buddelt Sarah hier unseren Dingen weg, hier unseren Haufen. Misthaufen. Misthaufen. Nee, Sarah hat heute verfugt. Kann sie euch vielleicht noch ein bisschen zeigen oder wir zeigen euch das einfach ein andermal. Es ist eh dunkel im Haus, da ist die Filmqualität immer schlecht. Deswegen sagen wir einfach mal bis morgen. Ciao, ciao. Wir haben jetzt ein paar Tage nicht gefilmt. Ich glaube, was Wildes haben wir auch nicht gemacht. Sarah hat im Steinhaus und so ein paar Sachen gemacht. Das kann ich euch nachher mal zeigen. Jetzt optisch. Genau, Möbel haben wir abgeholt und so. Können wir nachher mal ins Steinhaus reingehen.
Ja, im Moment ist Sarah hier dabei, das Unkraut in die Schranken zu weisen. Viel Arbeit. Ist auf jeden Fall viel Arbeit. Da hat sie schon so einen riesen Haufen Unkraut gemacht. Sie hat hier unseren Sandhaufen, Erdhaufen gut verteilt. Jo, der Fritz hilft hier da ein bisschen bei. Nala ist im Moment da hinten so ein bisschen angebunden, damit der Fritz laufen kann. Der lebt ja meistens da oben auf dem Dach, weil er so Angst vor der Nala hat. Oder im Motorraum vom Auto, wenn sie mal beide hier frei rumlaufen können. Ja, soweit zu Sarahs Arbeit. Ich gehe jetzt mal ins Schaumhaus, weil ich mache da nämlich so ein paar kleine Feinarbeiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Auf dem Weg zum Schaumhaus ist mir aufgefallen, ich habe ja hier schon angefangen, die Stromleitung, die Hauptleitung da fürs Steinhaus zu ziehen. Naja, die hängt jetzt da noch in der Luft, weil ich habe hier an den großen Trägern konnte ich arbeiten, weil ich die Leiter da festbinden konnte. Und war so windig, dass ich da halt in diesem Übergangsbereich nicht arbeiten konnte. So, da ist die Nala. Die ist nicht so lieb zum Fritz, ne? Ihr versteht euch nicht so gut. Oder was heißt nicht so lieb, aber du willst so wild mit ihm spielen, ne? Naja, dann müssen wir mal schauen, ob wir da noch eine Regelung finden. Ich habe unseren Esstisch jetzt hier als Arbeitsplatz missbraucht. Naja, andersrum missbrauche ich den auch als Arbeitsplatz zum Videos schneiden und so. So, einer von Sarahs Schränken, die so sammelt. Da oben habe ich jetzt schon so eine lange Leiste dran gemacht. Da hat hier noch so ein Stück von 2 Meter noch was gefehlt. Hier ist auch unsere provisorische Verdrahtung und alles. Den Kasten da, den Stromkasten mache ich auch nochmal neu. Wenn ich im Schaumplattenhaus den Stromverteiler fertig habe, dann werde ich hier nochmal dran gehen, den komplett auseinandernehmen und nochmal neu machen. Nochmal schön verdrahten alles. Genauso da oben dann Kabelkanal zu. So, hier kommt jetzt gleich noch ein Kabelkanal dran. Da vorne die Ecke habe ich schon geschnitten. Die liegt hier. Ich habe eine kleine Aussparung gemacht. Jo, um hier die Tür müssen wir uns auch noch mal kümmern. Also diese Klebeleisten, die sind auch nicht das Gelbe vom Ei, die lösen sich. Da haben wir aber schon so Holzleisten für. Die müssen wir nur noch mal zusammenschrauben oder zusammensägen, zurechtsägen. Und dann können wir die auch da installieren. So, wenn ich schon mal die Kamera in der Hand habe, dann kann ich auch direkt hier ins Steinhaus gehen. So sieht es jetzt hier aktuell aus, wie auf dem Schlachtfeld. Sarah hat die Fliesen alle verfugt. An den Seiten hat sie auch schon Silikon gemacht. Weiß ich gar nicht, ob man das jetzt hier vielleicht am besten. Da hat sie auch schon so eine Silikonnaht gezogen. Hier müssen natürlich auch noch die Rahmen dran. Die haben wir, die liegen da. Das sind so Holzrahmen. Da ist ein Teil von der Küche, so eine Truhe fürs Wohnzimmer. Da stehen unsere Möbel. Da ist der Wohnzimmertisch. Die hatten wir jetzt hier gekauft. In einem Laden in Loma Plata. Der hat recht neu aufgemacht. Kühlschrank steht auch schon. Ja, hier die Küche von unseren Freunden. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Ja, Elektroinstallation ist erstmal nur hier so Fassade. Die sind nur so grob da drauf. Die Kabel kommen dann demnächst rein. Ja, hier habe ich noch Zement rumfliegen. Ja, eine Baustelle halt. Das Einzige, was jetzt noch hier vor uns liegt, ist die Dusche. Da haben wir dann auch schon hier diesen Ablauf eingesetzt. Jetzt muss natürlich alles noch hier im, ja, wie sagt man schön, im Gefälle dahin gefliest werden. Ja. Wir machen diesmal direkt hier mit so Steinen einen kleinen Sockel. 80 cm von der Wand lassen wir frei zum Reingehen. Die Dusche kommt ja dahin. Dementsprechend sollte das kein Problem sein. Und dann hat man hier nicht so die Gefahr, dass das Wasser hier so rüberläuft. Ja, soweit so gut. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wir werden mal versuchen, die Kamera öfter wieder zur Hand zu nehmen. Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Hier liegen auch schon die Klimaanlagen, also die Innengeräte liegen da. Die Halterungen und die Löcher sind ja schon lange dran. Ja, jetzt fliegen hier schon lauter Sachen von uns rum. Ja, wir wollen ja aus dem anderen Haus raus, hier rein. Naja, ich mache jetzt mal drüben weiter. Die Kabelkanäle sind jetzt dran gebaut. Auch hier runter zu der Steckdose geht ein Kabelkanal. Da möchte ich jetzt allerdings noch einmal nach außen bohren, weil draußen möchte ich da noch eine Steckdose haben. Der Vorteil bei dem Schaumplattenhaus ist, ich nehme einfach einen Akkubohrer, bohre dann hier durch. Ich werde jetzt hier so in dem unteren Bereich bohren, möglichst mittig. Wenn ich dann hier jetzt durch die erste
Blechschicht durch bin. Durch die Styroporschicht geht es ja ganz einfach. Jetzt merke ich hinten Widerstand. Und da muss ich jetzt auch nochmal durch die Blechschicht vorsichtig durchbohren. Und dann ist eigentlich schon der Weg fürs Kabel fertig. Ja, bei dem Ganzen müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr hier das Kabel, das vorhandene, dann nicht mit der Bohrmaschine oder so verletzt. Und man sieht Licht am Ende des Tunnels. So sieht das Ganze dann von außen aus. Da müssen wir natürlich hier noch ein bisschen den Grat gleich wegmachen. Das ist natürlich gefährlich, kann man das Kabel verletzen oder sich selbst. Und dann kommt hier genau so eine Aufputzdose drauf, wie an der Stelle. Hier sieht man schon, Schuko-Stecker macht hier Probleme mit den herkömmlichen Steckern. Deswegen kommt da ein Einsatz rein, wo ich dann auch hier Schuko-Stecker reinstecken kann. Jetzt war ich mit dem Machen wieder zu schnell. Ich habe hier mit dem Zollstock runtergemessen, Unterkante von dem Steckergehäuse, von der Aufputzdose bis hier Oberkante von dem U-Profil, damit ich dann hier die gleiche Höhe habe, weil die U-Profile haben wir ja damals in Waage gelegt, also hier auch wieder Oberkante. Dann habe ich mir hier den Meter angezeichnet, ist ein Meter, und meinen Stufenbohrer habe ich drauf, weil mit dem Stufenbohrer habe ich hier gerade halt vorsichtig das Bohrloch entgratet. Jetzt habe ich hier natürlich ein Platzproblem mit meinem Schrank, der soll da ja sowieso nicht für immer stehen bleiben. Gucken, dass ich die Dose da noch dran kriege. Die Dose hat gerade soeben noch hingepasst. Wie ihr seht, die verschwindet da hinten schon so ein bisschen hinter dem Schrank. Da haben wir jetzt noch einen halben Zentimeter Platz. Ich weiß nicht, ob das für den Rahmen reicht. So, jetzt habe ich da drinnen schon mal mit 2 Schrauben festgeschraubt. Die werden ja halt einfach nur mit Blechschrauben hier draufgeschraubt. Jetzt habe ich das nochmal für euch gemacht. Geht ratzfatz. Jetzt ist natürlich da das Loch nicht mehr drin, klar. Deswegen müssen wir von innen jetzt noch einmal durch den Kunststoff bohren. So, jetzt ist auch das Loch da. Dementsprechend können wir jetzt anfangen, mal einen Rahmen suchen und ein Kabel ziehen. Hier habe ich jetzt den Rahmen rausgesucht. Und zwar ist der von der Firma Elektron. Das wird hier in Paraguay hergestellt. Wo steht's? Da irgendwie ist auch die Adresse. Keine Ahnung, ob der das jetzt so scharf stellt. Vorher hatten wir hier diese Rahmen von dieser italienischen Firma Vima, die hier sehr oft verwendet werden. Diese haben den Vorteil, die sind gut um die Hälfte billiger und die werden hier in Paraguay hergestellt. Somit schaffen die auch Arbeitsplätze hier in Paraguay und das Geld bleibt im Lande. Deswegen denke ich mal, ist das eine gute Sache. Bis jetzt habe ich die noch nicht verbaut. Das werden wir jetzt als allererstes mal machen. Aber bevor wir hier die Schuko-Steckdose installieren können, müssen wir natürlich erstmal hier ein Kabel ziehen. Ich habe dafür hier einmal 2x2 mm Kabel für Phase- und Neutralleiter und einmal natürlich hier ein Erdkabel auch in 2 mm, weil ohne ein Erdkabel macht die Schuko-Steckdose wenig Sinn, außer dass vielleicht der Stecker besser passt. Ja, falls man dazu Leitung sagt, ich meine nämlich Leitung ist korrekt, Kabel kommen unter die Erde, aber mittlerweile muss ich sagen, meine Ausbildung ist lange her. Und auf diese Wörter war ich noch nie so scharf. So, für die Außensteckdose kann ich jetzt natürlich nicht einfach hier an den Wohnzimmerkreis gehen. Kann man schon, aber macht ja dann keinen Sinn. Deswegen muss ich von da aus jetzt nochmal von der Außensicherung hier auf die Außensteckdose gehen. Erstmal provisorisch hier rübergelegt, hier unten dann eingeführt und durchs Loch geschoben. So, zum Abisolieren habe ich jetzt mittlerweile richtig viel Auswahl. Einmal hat die liebe Iris mir hier so eine Abisolierzange mitgebracht. Dafür vielen lieben Dank. Dann hat der Thomas mir hier so eine automatische Abisolierzange geliehen. Auch dafür vielen Dank. Und das ist halt mein Seitenschneider. Damit kann man natürlich auch abisolieren. Ich habe jetzt hier nochmal so einen Vima-Rahmen rausgesucht. Und zwar brauche ich hier noch so einen Einsatz. Hier habe ich die Möglichkeit halt noch entweder einen Schalter oder eine Steckdose oder was auch immer da an verschiedenen Bauteilen gibt, noch mit einzusetzen oder halt eine Blindkappe, so wie hier, da ist eine Blindkappe drauf. Hier könnte man theoretisch 3 einstecken. Da wird einfach nur da hinten so reingeklickt. So, das ist jetzt natürlich nicht der Originale, das ist hier jetzt einer von Vima. Der passt rein, aber wackelt so ein bisschen. Aber ich habe jetzt im Moment keinen anderen, wir müssen nämlich noch sowieso welche holen. Deswegen habe ich den von da ausgebaut. Ja, für das erste ist es erstmal gut. Hier muss dann noch eine Brücke rüber gemacht werden. Ich sehe gerade, der hat hier in der Mitte sogar einen Erdkontakt, so wie es mir scheint. Muss ich gleich mal schauen. Da die Mitte könnte Erde sein. Das ist so ein Multi-Uso-Stecker für verschiedene Steckerformen. Wie gesagt, ich habe ja schon mal so ein Steckervideo gemacht.
hier in Paraguay. Da habe ich bei weitem noch nicht allen Stecker drin. Kann ich euch unten mal verlinken in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal anschauen, falls ihr halt noch nicht gesehen habt und euch für die Steckervielfalt in Paraguay interessiert. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn euch euer Hund da dran lässt, weil Nala macht natürlich keine Anstalten, hier wegzugehen, aber ist ja auch ihr Bett. So, da habe ich jetzt alles angeschlossen, so ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Und jetzt ist das Teil bereit. Jetzt bewegt sich der Hund doch. Jetzt ist das Teil bereit, da reingeführt zu werden. Jetzt will natürlich ja alles mit einer Hand nicht. Also, ich werde das Ganze jetzt da reinschieben, die Kabel da in der Dose verschwinden lassen und den Rahmen festmachen, dann zeige ich euch das Ergebnis. Gerade eben hat das Ganze da gepasst. Ich befürchte jetzt, genau, diesen Rahmen kriegen wir jetzt aktuell nicht mehr drauf. Dafür muss erst der große Schrank weg. Aber immerhin, theoretisch haben wir da jetzt Strom. Praktisch natürlich noch nicht, weil wir müssen innen noch anschließen. Bevor ich das Ganze jetzt an der Unterverteilung anschließe, werde ich jetzt erstmal hier so ein bisschen das Chaos ein bisschen ordentlich machen. Das Ganze hier in den Kanal legen und am Ende da hinten dann auf die Länge abkürzen und anschließen. Mit dem Messgerät habe ich jetzt gerade gemessen und da waren 230 Volt vorhanden und jetzt kann ich hier den Schuko-Stecker von meiner Kabeltrommel einstecken und habe jetzt den Vorteil, dass die Erde zumindest bis zur Steckdose geht. Das heißt, hier kommt jetzt auch die Erde an, was bei so einem Stecker natürlich nichts bringt, weil der hat keinen Erdanschluss, aber die Kabeltrommel ist jetzt geerdet. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwo ein Kurzschluss auf die Kabeltrommel passiert, fliegt die Sicherung raus, idealerweise.